Heute kennen die meisten das Drucken aus dem Schulunterricht, zum Beispiel den Linoldruck. Aber Drucken ist eigentlich schon viel älter. Vor allem im Spätmittelalter waren Druckverfahren wichtige Handwerkstechniken. Wahrscheinlich hat man schon im 12. Jahrhundert mit Holzmodeln bunte Muster auf Stoffe gedruckt, der sogenannte Zeugdruck. Später entwickelte sich der Holzschnitt, eine grafische Hochdrucktechnik. Bei Hochdrucken werden auf der Druckplatte alle nicht zum Bildmotiv gehörenden Teile entfernt. Das, was erhöht stehen bleibt, wird aufs Papier übertragen. Die sehr einfache Technik des Hochdrucks zählt zu den ältesten künstlerischen Verfahren der Menschheit. Babylonier und Ägypter hatten bereits Holzstempel in weichen Ton abgedruckt. Und im 4. Jahrhundert im Kaiserreich China kannte man schon die Möglichkeit, reliefartig bearbeitete Inschriftensteine mit Tusche einzufärben und auf Papier abzudrucken. Die Holzschnitttechnik wurde dann um 1420 von Ostasien nach Europa importiert. Parallel zur wachsenden Handschriftenproduktion erfuhren Holzschnitte im Laufe des 15. Jahrhunderts starke Verbreitung, vor allem als Einblattdrucke, seltener als sogenannte Blockbücher. Erstmals 1461 in Bamberg wurden Holzschnitte als Illustrationen in gedruckte Bücher integriert. Im späten 15. Jahrhundert erschienen vor allem in Nürnberg, Augsburg und Ulm zahlreiche mit Holzschnitten illustrierte Bücher. Das Besondere am Holzschnitt im Vergleich zu anderer Kunst des 15. Jahrhunderts ist die Möglichkeit der Vervielfältigung und damit der weiten und schnellen Verbreitung. Im Gegensatz zum Holzschnitt lassen sich beim modernen Linolschnitt etwas weichere Linien herausarbeiten. Das liegt am Linoleum, dem Material der Druckplatte, das sehr geschmeidig, weich und ohne großen Kraftaufwand zu bearbeiten ist. Auch mit vielen Dingen, die man zu Hause findet, lässt sich heute noch im Hochdruckverfahren drucken. Zum Beispiel lassen sich ganz einfach aus Moosgummi Motive ausschneiden. Die kann man dann auf Korken, ein Stück Holz, Pappe oder auch einen Deckel kleben und hat einen Stempel. Man kann auch alle möglichen Alltagsgegenstände in Druckplatten verwandeln. Alte Knöpfe, aufgeklebte Schnüre und Gummibänder. Auch mit Lebensmitteln lässt sich drucken. Neben dem bekannten Kartoffelschnitt kann man mit Zitrusfrüchten, Pilzen, aufgeschnittenen Zwiebeln, Sellerie oder dem Strunk von Salat großartige Drucke erzielen. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.